Lissabon, die Hauptstadt von Portugal. Stadt der vielen Aussichten, Street Arts, Straßenbahnen, schmalen Gässchen und Sehenswürdigkeiten, Kirchen und Statuen. Dazu gibt es noch mehr Aussichten, wir in Straßenbahnen und noch mehr Sehenswürdigkeiten, einen riesigen Jesus und herrliche Sonnenuntergänge. Und Porto hat auch noch einiges zu bieten. Diese leckeren Törtchen gibt's in beiden Städten. Das und noch viel mehr seht ihr gleich in diesem Reisebericht. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diese Aufnahme mit dem Flieger zeige, keine Ahnung. Aber ich habe etliche Flugzeuge gefilmt und eines musste es in dieses Video schaffen. Sieht doch auch beeindruckend aus, wie es so knapp über die Stadt einschwebt. Porto oder Lissabon? Eines ist sicher, diese Frage werden wir euch in diesem Video nicht beantworten. Außerdem werdet ihr überhaupt gar keine Reisetipps bekommen. Vielmehr ein paar kleine, schöne Eindrücke von unserem Wochenende an Ostern 2023. Denn uns war vor allem eins wichtig dieses Wochenende. Sorry. Aber das wieder Sonne tanken. Ja, zu Hause hat es in den letzten Tagen eigentlich durchgehend geregnet. Es war kalt. Und hier schöne 26 Grad, 6 Tage Sonne. Perfekt. Und jetzt Viel Spaß beim Video. Unsere Unterkunft liegt im Viertel Santa Cruz. Für Touris wie uns gibt es hier nur wenig Spektakuläres. Dafür einige günstigere, ruhig gelegene Unterkünfte und viele kleine, gemütliche Frühstückrestaurants. Wir laufen zunächst südwärts in Richtung Meer und biegen allmählich nach links ab. Genießen die ungewohnte Wärme am Morgen und schießen gleich mal ein paar Fotos. Der berühmten Pastel de Nata können wir exakt eine Stunde lang widerstehen. Was für ein Genuss! Unsere erste Station auf unserem Trip ist das Castelo de São Jorge. Hier wird uns gleich mal klar, warum Lissabon als die Stadt der vielen Aussichten beschrieben wird. Bei bestem Wetter bietet sich uns eine herrliche Sicht auf das, was uns in den kommenden Tagen so erwarten wird. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen klischeebehaftet, dass wir direkt die Festung angesteuert haben. In jedem Reiseführer erscheint sie als erstes. Für uns ist sie der perfekte Start, um vom Alltag mal wieder abzuschalten. Gemütlich schlendern wir über die Anlage und genießen es, alles auf uns wirken zu lassen. Dafür, dass das Ganze im 11. Jahrhundert erbaut wurde, sind die Ruinen noch ganz gut in Schuss. Und ganz wichtig hier, früh morgens kommen. Am besten direkt um 9 Uhr. Was jetzt schon wieder hier los ist, wow. Wir sind nicht angestanden. Weiter geht's in Richtung der Igreja de São Vicente de Fora, hier im Hintergrund. Gerade bei Städtetrips trifft einmal mehr ein altes Sprichwort zu: Der Weg ist das Ziel. Denn dieser hat so einiges zu bieten. Enge, gemütliche Gässchen, hinter jeder Ecke gibt's was zu fotografieren.
Kurz vor der Igreja de Santa Engracia schieße ich dieses Foto. Ist das nicht schön mit der Blume auf dem Dach? In der eben genannten Kirche liegen einige der bekanntesten Portugiesen begraben. Unter anderem Vasco da Gama und der größte portugiesische Fußballer aller Zeiten, Eusébio. Ein absolutes Muss ist aber definitiv der Aufstieg zur Dachterrasse. Auch wenn man ein bisschen schwindelfrei dafür sein sollte. Kurze Kaffeepause und ab weiter in unserem Lieblingsviertel hier. Perfekt, um sich einfach mal treiben zu lassen. In den engen Gassen ist auch gar nicht so viel los als in der restlichen Stadt. Zumindest da, wo es laut vieler Reiseführer nichts zu sehen gibt. Und eines muss natürlich auch gesagt sein. Hier geht's immer nur entweder hoch oder runter. Zu der berühmten Bahnlinie 28 kommen wir natürlich später noch. Vorbei an etlichen gemütlichen Cafés und Restaurants erreichen wir die Miradouro de Santa Lucia. Wieder eine schicke Aussicht. Mit die schönste vielleicht, aber verdammt viel los auch. Genauso wie vor der Kathedrale von Lissabon. Oder dem Praça de Comércio. Ganz nett hier, aber wir haben Hunger jetzt. Nur wohin? Bei so viel Auswahl. Google Maps gibt die Antwort. Entlang der Meeresküste geht es zum Time Out Market. Gleich um die Ecke die nächste Sehenswürdigkeit. Ein Straßenaufzug. Der Elevador de Bica. Uns erschließt sich nicht so ganz, warum wir jetzt damit fahren sollten. Aber Bilder vom Aufzug, da haben wir Bock drauf. Auch wenn das Licht zur Mittagszeit eher ungeeignet dafür ist. Nach dem klassischen Moment bei jedem Städtetrip, wo es denn jetzt weitergehen soll, einigen wir uns auf eine Überfahrt zur Halbinsel Amada, gegenüber von Lissabon. Hier soll es zu der Statue gehen, die ihr vielleicht schon ein paar Mal im Video erspähen konntet. Cristo Rei, König Christus. Vom Hafen aus fährt eigentlich ein Bus in Richtung Statue. Wir gehen aber lieber zu Fuß und haben... Endlich mal Ruhe. Mit dem Bus hätten wir nichts verpasst. Da geht's jetzt hoch. Das Ding schwankt schon. Von der Aussichtsplattform bietet sich einem ein herrlich weiter Blick auf ganz Lissabon. Außerdem kann man sich von hier oben ganz gut klar machen, was wir alles heute gelaufen sind. Erst zur Festung, von dort ganz rechts und anschließend zum Cais de Sodre nach links. Insgesamt 22 Kilometer heute. Noch eine kurze Fotosession. Und weiter mit dem Bus zurück zum Hafen. Zeit für den Sonnenuntergang. Kurz noch den fotogensten Leuchtturm der Welt ablichten. Um anschließend den ersten unserer zahlreichen Sonnenuntergangsmomente zu genießen.
Kurzer Abstecher zur Pink Street. Irgendwie mehr Touri-Abzocke als Nachtleben. Aber dafür sind wir ja eh nicht hier. Für unser Abendessen im Bairro Alto gilt übrigens irgendwie das Gleiche. Zu viel los, zu viel Werbung. Gute Nacht. Am zweiten Tag in Lissabon geht es mit der Straßenbahn ins Viertel Belém. Kurzer Spaziergang am Rhein, ich meine am Tejo. Vorbei an allerlei Sehenswertem und ja, ihr seht's. Unser Ziel sind 3 der Top-Sehenswürdigkeiten der ganzen Stadt. Wir schauen es uns an und gehen weiter. Solche Sehenswürdigkeiten sollte man sich nicht gerade zu Ostern, an Wochenenden oder der Ferienzeit vornehmen. Aktuell ist alles 3. Die Rettung jedoch ist nah. Hier soll es die besten Pastel de Nata der Stadt geben. In der LX Factory gehen wir schnurstracks in eine sehr fotogene Bücherei. Hier schieße ich auch mein aktuelles Smartphone-Hintergrundbild. Abends lässt es sich hier übrigens besser aushalten. Mittags wirkt das Areal noch etwas verschlafen. Auf dem Weg zum nächsten Spot überkommt uns dann so richtig der Hunger und wir kehren bei einem kleinen Nepalesen ein. Der nächste Spot ist eigentlich die erste Station der Tram 28. Der Weg dorthin ist aber auch ganz nett. Durch einen verlassenen Park erreichen wir dann die Bosco-Statue, von wo aus die Tram 28 ihren Weg durch die Stadt beginnt, nochmal vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten. Eine wirklich coole Tour. Absolut zu Unrecht können wir in dem einen oder anderen Moment nicht dem Sekundenschlaf widerstehen, denn es gibt viel zu sehen auf der wackeligen Fahrt. Am Praça do Rossio gönnen wir uns den in Portugal sehr beliebten Ginja Likör. Ganz wichtig, kalt bestellen. Schmeckt besser und es gibt mehr. Und nein, natürlich stehen wir nicht am Elevador de Santa Justa an. Google Maps anschalten und in 10 Minuten ist man auch zu Fuß oben. Die Aussicht da oben aber ist einfach nur fantastisch. Unsere Liebste der ganzen Stadt. Und wenn da noch ein Straßenmusiker das beste portugiesische Lied klimpert, herrlich. Eine kleine Enttäuschung gibt's um die Ecke im Convento do Carmo, Baustelle. Naja, man muss ja nicht hinsehen. Das ehemalige Kloster aus dem 14. Jahrhundert wurde bei einem Erdbeben 1755 zerstört. Auf der Rua Augusta, einer Straße, die sehr gut geeignet zum Shoppen ist, bekommen wir so langsam Hunger.
Irgendwie können wir uns aber nicht darauf einigen, was wir wollen. Wir schießen noch das ein oder andere Foto, genießen ein paar ruhige Minuten an einem kleinen Strand, laufen nochmal zurück zum Bika-Aufzug, schauen den Sonnenuntergang am vermeintlich besten Platz in Lissabon an und vespern schließlich in unserem Airbnb. Und weil wir sind, geht es am nächsten Tag in die nächste Stadt. Knapp 300 Kilometer weiter nördlich, Porto. Die beiden Städte sind perfekt mit dem Zug verbunden, in gerade einmal 3 Stunden. Unsere Zugtickets haben wir übrigens am Tag zuvor online gekauft. Zum normalen Preis 25 € pro Person. Hier zahlt man nicht drauf, nur weil man spät dran oder spontan ist. Gefällt uns. Die Einfahrt in Porto ist fast schon majestätisch und gibt den perfekten Vorgeschmack auf die Stadt. Für uns heißt es aber erstmal einchecken in unser Airbnb, welches fußläufig eine halbe Stunde vom Schuss weg ist. Schuss bedeutet hier Rathaus. Unweit davon, am Praça de Lisboa, wollen wir einen Blick in die Harry Potter Bibliothek werfen. Also sie hat eigentlich nichts damit zu tun, aber die Leute kommen deswegen hierher. Oder so. Alternativ dann halt der Clerigo-Turm. Auch hier kommen wir nicht rein, kein Ticket vorgekauft. Na gut, dann eben morgen. Glücklich werden wir dann doch noch mit einer Kugel Eis. So richtig schön wird's dann am Vitoria-Aussichtspunkt. Hier hat man die perfekte Sicht auf Portos Kronjuwel, das Hafenviertel Ribeira. Vor dem Palacio de Bolsa ein kurzes Durchschnaufen im Park. Entweder es liegt am nahenden Wochenende oder an der Stadt, aber Porto wirkt auf uns irgendwie anders, temperamentvoller. Hier seht ihr auch das wahrscheinlich meist fotografierte Motiv der Stadt, die Ponte Dom Luís. Sie wurde übrigens von einem Lehrling von Gustave Eiffel persönlich entworfen und das sieht man ihr auch an. Unten, reine Fußgängerbrücke, teilt man sich den obigen Abschnitt mit der Straßenbahn. Absolut verrückt, dass hier nichts passiert. Und habe ich die Sonnenuntergänge in Lissabon zu sehr gelobt? Porto hatte auch so einiges zu bieten. Am Ufer des Douro, so heißt der Fluss, der die Stadt teilt, gibt es so einige Läden, die mal mehr und mal weniger für das Geld bieten. Alles hat so ein bisschen Freizeitpark-Charme. In einem dieser Läden werden wir zu neugierig und probieren eine weitere Leibspeise. Bollito de Bacalhau. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Käse, das frittiert. Lecker. Und vor lauter Video habe ich jetzt glatt vergessen, dass wir heute ja auch Fotos geschossen haben. Den nächsten Tag standen wir da, wo wir den vorigen beendet haben, mit einem kleinen Fotoshooting. Also das hier jetzt so ganz spontan. Gutes Licht beim Sonnenuntergang ist das eine, aber hier auch mal zu sein, wenn nichts los ist, ist nochmal was ganz anderes und ruhiger.
Am Mosteiro de Serra de Pia bietet sich einem nochmal eine ganz andere Sicht auf die Stadt. Same same, but different. Nur mit einem kleinen Frühstück im Magen kriegen wir bald Hunger und wollen uns im Bolao-Markt stärken. Nur finden wir dort blöderweise gar nichts auf die Schnelle. Zumindest heute gibt's nur frisches Gemüse und Süßigkeiten. Direkt gegenüber werden wir aber mal wieder in einer der leckeren Bäckereien fündig. Unsere eh schon schmale To-Do-Liste von Porto ist damit auch beinahe komplett abgehakt. Über einen ausgiebigen Spaziergang zum und im Palacio de Cristalgarten laufen wir zum herrlichen Cais de Ribera. Und nein, wir machen keine Bootstour. Die sparen wir uns für den nächsten Porto-Besuch auf. Den gibt's nämlich bestimmt. Am Cais de Ribera ist jetzt richtig was los. Alle genießen die Sonne, das warme Frühlingswetter und den ein oder anderen Auftritt direkt am Fluss. Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Porto ist klasse. Aber da gibt es zumindest jetzt gerade im Frühling 2023 haufenweise Baustellen. Ganze Straßenzüge sind verdeckt von Planen und man muss sich auf viele Umwege gefasst machen. Dass man dort trotzdem noch die Schönheit der Gassen erkennen kann, spricht nur zu sehr für die Stadt. Aber das kann schon ziemlich nerven. Nach einem etwas verfrühten Abendessen geht es jetzt endlich zum Sonnenuntergang auf den Clérigos-Turm, eines der höchsten Gebäude der Stadt. Mal wieder eine herrliche Aussicht, die beste in Porto. Von hier hat man die gesamte Stadt im Blick. Und das zum halben Preis, wenn man auf eine Zeit außerhalb der regulären Öffnung vorreserviert hat. Und was wäre ein Tag in Portugal ohne Pastel de Nata? Letzter Tag für uns in Portugal.
und wir haben ehrlich gesagt so langsam genug vom Laufen. Deswegen geht's mal wieder in den Bus ganz weit in den Westen bis ans Meer. Zum wirklich letzten markierten Punkt in Google Maps. Und das wäre eigentlich die Festung Nevoglide gewesen. Aber aus irgendeinem Grund sind wir viel zu früh aus dem Bus gestiegen und haben stattdessen diesen netten Leuchtturm angeschaut. Ob das im Nachhinein eine gute Idee war, keine Ahnung. Aber gemütlich am Meer zu schlendern, den Fischern beim Angeln zuzuschauen und die krassen Wellen zu bestaunen, das war genau das Richtige für diesen Morgen. Und so schön unspektakulär es hier ist, es ist wenig los und am Meer kommt auch immer Urlaubsstimmung auf. Den Weg zurück laufen wir größtenteils gemütlich der Promenade entlang. Kurzer Zwischenstopp für ein ordentliches Frühstück in einem richtig tollen Restaurant. Und weiter geht's zum Bahnhof São Bento. Denn unser Rückflug ist dummerweise wieder ab Lissabon. Und da unsere zweite Unterkunft hier sehr nah am Flughafen außerhalb liegt, verbringen wir die letzten Stunden in Lissabon mit unserem gesamten Gepäck. Nur blöd, dass unser Lieblingsviertel am Berg liegt. Aber hier lässt sich unser Städtetrip einfach am besten ausklingen. Die schönste Toilette in Lissabon. Und das war's auch schon, unsere Reise nach Lissabon und Porto. Kurzes Fazit dazu. Wie war's, Lena? Sehr schön und warm. Ja. Wir gehen jetzt runter an den Fluss, essen noch eine Kleinigkeit und dann werden wir den schlimmsten Teil unserer Reise morgen früh antreten. Unser Flieger geht um 6:30 Uhr, heißt für uns, ach, ich will es gar nicht wissen, wann wir aufstehen müssen. Erstmal noch das Schöne genießen, den Sonnenuntergang gleich und dann geht's früh ins Bett. Danke mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Für uns eine kleine Premiere. Was gibt's Schöneres, als um 4 Uhr morgens zum Flughafen in Lissabon zu laufen? Immerhin 3 Stunden Schlaf. Yay!